Mein Sohn schrieb mir: Du bist nicht zum Abendessen eingeladen. Meine Frau will dich nicht sehen. Und das, nachdem ich ihr neues Haus bezahlt habe. Ich antwortete: Okay. Dann stoppte ich alle Zahlungen und löschte 174 Quittungen. Sie begannen anzurufen, aber bevor wir fortfahren, schreiben Sie mir bitte, aus welchem Land Sie dieses Video sehen und wie alt Sie sind. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ich glättete die Falten meines dunkelblauen Kleides mit den Händen, obwohl es schon ordentlich war. Es war mein Standardkleid, das ich immer zu Familientreffen trug. Nicht zu schick, damit Isabel, meine Schwiegertochter, nicht die Nase rümpft, aber auch nicht zu einfach, damit ich nicht ungepflegt wirke. Mit 77 jage ich der Mode nicht mehr hinterher, aber Ordnung ist mir wichtig. So war es immer, selbst wenn niemand da war, für den ich mich zurechtmachen müsste. Thomas sagte: Das Abendessen fängt um 7 an. Es war erst 6. Ich ging durch das Zimmer. Alles darin war wie ein Museum meines Lebens. Ein Foto von Alexander und mir zu unserer goldenen Hochzeit. Kleiner Thomas mit seinem ersten selbst gefangenen Fisch. Jakob und Lena bei ihrem Abschluss. Diese Bilder erinnerten mich daran, dass einst alles anders war. Wärmer, klarer. Mein Blick blieb auf Alexanders Foto hängen. Er ist seit 15 Jahren tot, aber ich spreche immer noch mit ihm in Gedanken. Sabine, lass dich nicht verletzen, sagte er immer. Er konnte Grenzen setzen, selbst gegenüber Thomas. Ich konnte das nicht. Das Telefon vibrierte. Eine Nachricht von Thomas. Ich setzte meine Brille auf. Ich dachte, er wolle die Zeit bestätigen oder mich abholen, obwohl er das schon lange nicht mehr angeboten hatte. Mama, tut mir leid, heute klappt es nicht. Isabel hat ein Abendessen mit Kollegen organisiert. Wir verschieben es. Diese Nachricht traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Gestern hatte er noch darauf bestanden, dass ich unbedingt komme. Er sagte, es gäbe wichtige Neuigkeiten. Hier stimmt etwas nicht. Ein paar Sekunden später kam die nächste Nachricht. Du bist nicht eingeladen. Isabel will nicht, dass du kommst. Das Telefon zitterte in meinen Händen, als hätte mich jemand mit kaltem Wasser übergossen. Die Nachricht kam von Thomas, Nummer, mit seinem Namen. Ich sank langsam in den Sessel, hielt das Telefon wie den letzten Faden zur Realität. Ich erinnerte mich, wie Thomas sich im Kindergarten an meinem Rock festhielt. Wie schüchtern er fragte, was er einem Mädchen schenken solle. Wie er später Isabel mitbrachte, so glücklich und strahlend. Und jetzt das kalte, kurze Nachricht wie von einem Fremden. War das spontan? Oder dachte er schon lange so und sagte es jetzt zum ersten Mal? Ich sah auf den Prospekt auf dem Tisch. Wohnanlage am Fluss. Das neue Haus. Ein dreistöckiges Reihenhaus am Fluss mit eigenem Steg. Das Haus, für das ich vor 6 Monaten $120.000 angezahlt hatte. Mama, das ist eine Investition, sagte Thomas. Deine Ecke wird da auch sein. Meine Ecke. Ich lächelte bitter. Die scheint schon lange verschwunden zu sein. Ich erinnere mich an den Tag im Bankbüro. Die Mitarbeiterin sah mich überrascht an. Sind Sie sicher, Frau Meier? Die Summe ist hoch. Ich war sicher. Alexander hatte mir genug hinterlassen. Ich wollte meinem Sohn helfen. Das war doch richtig, oder? Dann kam noch mehr. Ein sicheres Auto für die Kinder. Privatschule für Jakob, er hat besondere Bedürfnisse. Küchenrenovierung. Isabel hat es verdient. Sie arbeitet hart. Immer wieder schrieb ich still Schecks aus und glaubte, das Richtige zu tun. Und was bekam ich? Festgelegt Anrufen Feiertagen. Kurze, routinemäßige Besuche. Und jetzt diese Nachricht. Kurz, kalt, ohne Entschuldigung. Ich ging zum Sekretär. Die oberste Schublade. Alle Papiere liegen sortiert in Mappen. Die Mappe von Thomas ist die dickste. Ich öffnete sie. Ein Scheck über 1 Million Rubel für ein Geschäft, das er 6 Monate später aufgab. Zahlungen für Isabels Kurse. Dachreparatur am alten Haus. Versicherung für Jakobs Auto. Kredit für die Küche. Private Sonderbehandlung. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich insgesamt bezahlt habe. Alles für das Wohl der Familie. Und jetzt bin ich nicht mal mehr willkommen an der Schwelle des Hauses,
das ich bezahlt habe. Das Telefon vibrierte erneut. Mein Herz sank. Doch es war Lena, meine Enkelin. Oma, kommst du heute? Ich vermisse dich. Meine Hand verharrte über dem Bildschirm. Lena war immer anders ehrlich. Auch wenn alle anderen mich zu vergessen schienen, fand sie Zeit für mich. Ich schrieb: Sonnenschein, deine Eltern haben beschlossen, dass ich besser zu Hause bleibe. Die Antwort kam sofort. Aber Papa hat selbst gesagt, dass du unbedingt kommen sollst. Außer wusste sie es nicht. Ich stellte mir vor, wie sie verwirrt dort steht, wo ich nicht willkommen bin. Im Haus, das ich bezahlt habe. Ich sah wieder auf die Mappe. All die Jahre dachte ich, wenn ich nur großzügig genug bin, werden sie mich respektieren, lieben. Doch in Wirklichkeit mietete ich nur ihre Aufmerksamkeit. Und der Mietvertrag ist abgelaufen. Ich nahm das Telefon und wählte die Nummer der Bank. Bank Hoffnung. Guten Abend. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Abend. Hier spricht Sabine Meyer. Ich benötige eine Beratung zu automatischen Zahlungen von meinem Konto. Natürlich, ich benötige zunächst Ihre Identifikation. Während die Mitarbeiterin mir die üblichen Fragen stellte, formte sich in meinem Kopf bereits ein Plan. Ruhig, kühl, klar. Alles ist bestätigt. Was möchten Sie tun? Alle Überweisungen aus dem automatischen Zahlungsauftrag stoppen. Ausnahmslos. Und die Vollmacht, die ich meinem Sohn Thomas Meyer erteilt habe, widerrufen. Eine kurze Pause entstand in der Leitung. Alle Überweisungen? Das sind sehr viele. Ich weiß. Stoppen Sie heute alles. Morgen komme ich persönlich, um die Änderungen zu unterschreiben. Okay. Wir setzen sie vorübergehend aus, aber ohne Ihre Unterschrift können wir sie nicht vollständig kündigen. Stoppen Sie sie. Jetzt. Während sie tippte, blickte ich auf Alexanders Foto. Du hattest recht, Sascha. Man darf sich nicht ausnutzen lassen, selbst nicht von den eigenen. Ich bin fertig, Frau Meyer. Alle 174 Daueraufträge und Zahlungen sind ausgesetzt. 174, wiederholte ich leise. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind. Nach dem Anruf bei der Bank saß ich lange bewegungslos im Sessel. Meine Hände zitterten leicht, aber innerlich war ich ruhig, als hätte die Last, die ich jahrelang auf dem Rücken trug, mich endlich verlassen. Ich weinte nicht. Ich saß einfach nur still in meiner Wohnung zwischen Fotos, alten Möbeln, dem Duft von Vanille und Papier. Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich etwas für mich getan. Nicht für meinen Sohn, nicht für meinen Enkel, nicht für den Familienfrieden, sondern für mich. Das Handy vibrierte wieder. Eine Nachricht von Thomas. Isabel muss ihm etwas gesagt haben. Aber ich öffnete sie nicht. Ich hatte nicht vor, mich noch einmal zu rechtfertigen oder zu erklären. Ich öffnete eine neue Nachricht und schrieb nur einen Satz. Zahlt jetzt alles selbst. Viel Erfolg mit den Brötchen. Mein Finger zögerte über dem Senden-Button. Ehrlich gesagt, ich wollte nicht unhöflich klingen. Aber sie hatten angefangen. Ich war es nicht, die mit dieser Kälte begann. Sie entschieden, dass ich überflüssig war. Sogar in dem Haus, das ich gekauft hatte, wollten sie Fremde sein. Ich akzeptierte es nur. Ich drückte auf Senden und schaltete das Handy aus. Stille. Ruhe. Draußen begann der Abend. Weiches Licht fiel auf die Fensterbank. Ich stand auf, ging zum Schrank, zog das Kleid aus, das ich für das Abendessen angezogen hatte, und streifte meinen Morgenmantel über. Ich stellte den Wasserkocher an. Es war gemütlich in der Küche. Es roch nach Äpfeln. Ich holte ein altes Album heraus und blätterte darin. Hochzeit mit Alexander. Thomas in Alexanders Armen. Wir am See, in einem Café, so viele Jahre, und all diese Jahre in diesen Bildern. Ich sah mich selbst, jung, beschäftigt, immer für andere da. Ich hatte alles aufgeschoben, meine Wünsche, meine Träume, ständig half ich jemandem. Erst meinem Mann, dann meinem Sohn, dann seiner Familie. Und mich selbst vergaß ich dabei. Alexander sagte immer: Sabine, lass dich nicht ausnutzen, nicht einmal von den Liebsten. Kurz vor seinem Tod ließ er mich versprechen, mich genauso gut um mich selbst zu kümmern wie um andere.
Ich nickte damals, dachte aber im Innern, wem bin ich denn nützlich, wenn ich mich selbst nicht aufgebe? Jetzt verstand ich brauche mich selbst. Ich schloss das Album, ging zurück in die Küche, machte mir Tee und holte ein Buch, das ich schon lange lesen wollte. Jedes Mal schob ich es auf. Mal war Lisa krank, mal brauchte Isabel Geld für Kurse, mal waren Familienfeiern. Jetzt konnte ich lesen, wann ich wollte. Leben, wie ich wollte. Ohne Erwartungen. Ohne Bitten. Ohne die endlose Rolle der Retterin. Am Morgen wachte ich ohne Wecker auf. Keine Anrufe. Keine To-Do-Liste. Ich war ausgeschlafen. Keine Tabletten. Kein Baldrian. Ich frühstückte einfach, aber mit Genuss. Ich schaute aus dem Fenster. Der Tag war klar. Zum ersten Mal seit langem spürte ich keine Schwere in der Brust. Ich kam 20 Minuten vor Öffnung bei der Bank an. Es war ruhig draußen. Ich stand vor der Tür, im Mantel, mit einer Mappe in der Hand. Menschen gingen vorbei. Niemand wusste, dass heute ein besonderer Tag für mich war. Der Tag, an dem ich mein Leben zurückholte. Als sich die Türen öffneten, trat ich ein. Die junge Frau am Empfang lächelte höflich. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lydia Möller, sagte ich. Wir kennen uns seit fast 30 Jahren. Sie regelte früher unsere Angelegenheiten, auch die von Alexander. Sie war immer klar und aufmerksam. Ein paar Minuten später saß ich in ihrem Büro. Sie hatte sich kaum verändert. Dieselbe ordentliche Frisur, dieselbe Brille mit dem dünnen Rahmen. Frau Meier, guten Morgen. Ich bin über Ihren Anruf informiert. Alle Zahlungen sind gestoppt. Ist etwas passiert? Ich sah ihr in die Augen. Ich möchte alles endgültig kündigen und Thomas Zugriff auf meine Konten widerrufen. Lydia Möller nahm die Brille ab und begann, sie mit einem Tuch zu reinigen. Das tat sie immer, wenn sie über etwas Wichtiges nachdachte. Wir kennen uns lange. Sind Sie sicher? Das ist ein radikaler Schritt. Ich bin sicher, sagte ich ruhig. Sie nickte, setzte sich an den Computer und begann zu tippen. Okay, ich bereite die Unterlagen vor. Es dauert ein bisschen, Sie haben viele Daueraufträge. Während sie die Dokumente ausfüllte, reichte sie mir einen dicken Ordner. Das sind Ausdrucke aller regelmäßigen Transaktionen des letzten Jahres. Vielleicht möchten Sie etwas davon behalten. Ich öffnete den Ordner. Erstens, die Hypothek für Thomas und Isabels Haus 3.800 € im Monat. Ein Haus, in dem ich nicht einmal übernachten dürfte. Weiter, Versicherung für Isabels Auto. Diocese Premium Modell, das sie als notwendig bezeichnete, damit es ihr nicht peinlich sei, Kunden zu fahren. Eine Mitgliedschaft in einem privaten Club, in dem Isabel Kontakte knützt. Zahnarzt für Lisa wegen ihres Kiefers. Das Carriage für Lisa, das einzige, worüber ich keine Sekunde bereue. Jede Zeile war ein Gespräch. Eine Bitte. Manchmal Tränen. Manchmal Erpressung. Mama, es geht uns schlecht. Oma, du willst doch, dass es mir genauso gut geht wie den anderen. Dann wieder, Renovierung, Club, Tickets, Nachhilfe, Fitnessstudio, Ryzen. Ich saß einfach da und blätterte. Das war der Weg meiner Naivität Seite für Seite, wie ich mich selbst übergab in die Hände derer, die mich nicht zu schätzen wussten. Hier sind die Unterlagen, sagte Lydia Möller. Schauen Sie sie durch und unterschreiben Sie, wenn alles korrekt ist. Auch das Formular zur Vollmachtskündigung. Ich unterschrieb, ohne Zweifel, ohne Zittern. Wenn Sie Hilfe oder Rat brauchen, rufen Sie mich an. Sie sah mich an. Sie sehen heute anders aus. Ich lächelte. Zum ersten Mal seit langem, aufrichtig. Mir geht's gut, Lüdi. Endlich. Gut. Nach der Bank fuhr ich direkt zum Anwalt. Oleg Kühn, unser alter Familienanwalt. Er hatte Alexanders Angelegenheiten zu Lebzeiten betreut. Sein Bart war grauer, seine Brille dicker, aber seine Stimme blieb ruhig, bedacht, respektvoll. Frau Meier, was für ein erfreuliches Wiedersehen, sagte er mit einem Lächeln und erhob sich vom Tisch. Was führt Sie zu mir? Ich möchte mein Testament ändern, sagte ich schlicht. Und einen Treuhandfonds aufsetzen,
damit mein Vermögen nicht mehr ohne mein Wissen angetastet werden kann. Er zog eine Augenbraue hoch, stellte aber keine unnötigen Fragen. Familiäre Umstände? Fragte er leise. Ja, antwortete ich ruhig. Ich antwortete knapp. Ich wollte nicht jetzt noch einmal alles erklären. Ich wollte einfach einen Schritt machen. In Ordnung. Dann sehen wir uns genau an, was Sie bereitstellen möchten, sagte Oleg ruhig. Die nächste Stunde verbrachten wir damit, die Papiere auszufüllen. Oleg erklärte, was ein unwiderruflicher Trust ist, wie Rechte übertragen werden und wie man Risiken minimiert. Ich hörte zu und stellte Fragen. Erstaunlich, ich spürte weder Angst noch Zweifel. Nur Klarheit und das Bedürfnis, mich selbst zu schützen, mich und niemanden sonst. Als wir fertig waren, schaute ich auf mein Handy. 15 verpasste Anrufe von Thomas, 7 von Isabel, 3 von Egor. Nicht ein einziger von Lisa. Ich war nicht überrascht. Lisa wusste immer, wann sie warten sollte. Wird die Dokumentation bis Ende der Woche fertig sein? Fragte ich, als ich aufstand. Natürlich, nickte Oleg. Dann zögerte er kurz. Sabine Meyer. Ja. Alexander hat immer gesagt, dass sie viel stärker sind, als sie erscheinen. Es freut mich zu sehen, dass er recht hatte. Ich nickte zurückhaltend. Ich wollte nicht mitten in seinem Büro losweinen. Auf dem Heimweg machte ich einen Abstecher in den Supermarkt, zum ersten Mal seit langem einfach für mich. Ich kaufte die Produkte, die mir gefallen, ohne zu überlegen, ob Thomas sie mag oder welches Snack Egor bevorzugt. Einfach nur für mich. Eine kleine Sache, aber auf ihre Weise fühlte ich mich stolz. Zu Hause erwartete mich eine Überraschung. Lisa saß auf der Veranda, die Knie umarmend. Als sie mein Auto sah, lief sie sofort herbei. Oma, ich hab dich den ganzen Tag angerufen. Warum hast du nicht geantwortet? Weil ich einen wichtigen Tag hatte. Liebling, hilf mir mit den Taschen. Sie nahm die Tüte, und wir gingen ins Haus. Papa ist total in Panik, begann sie sofort. Er meint, du hast alles blockiert. Was ist passiert? Ich stellte den Wasserkocher an. Alles war ruhig, ohne Eile. Ich räumte ohne Hast die Einkäufe in die Schränke. Ja, ich habe alle Überweisungen gestoppt. Ich bin müde. Ich kann nicht mehr. Weder moralisch noch finanziell. Alle. Lisa Erstart. Ist etwas passiert? Ich wandte mich ihr zu und sah ihr direkt in die Augen. Dein Vater hat gestern mein Erscheinen beim Familienabendessen abgesagt. Er sagte, Isabel möchte mich nicht in ihrem Haus sehen. In dem Haus, das ich gekauft habe. Lisas Gesicht wurde blass, die Augen weit, der Mund offen. Das kann nicht sein. Papa hat die ganze Woche gesagt, wie wichtig es ist, dass du kommst. Ich zeigte ihr die Nachricht. Ohne ein Wort. Sie las sie und legte die Hand vor den Mund. Oh mein Gott. Ich wusste das nicht. Oleg. Das ist furchtbar. Oma, wie konnten Sie das? Ich stellte ihr eine Tasse Tee hin. Ich stand auf, ging zum Schrank, zog das Kleid aus, das ich für das Abendessen angezogen hatte, und streifte meinen Morgenmantel über. Ich stellte den Wasserkocher an. Es war gemütlich in der Küche. Es roch nach Äpfeln. Ich holte ein altes Album heraus und blätterte. Weißt du, sagte sie leise, ich sehe das schon lange. Wie sie dich benutzen, besonders Mama. Ich habe versucht, mit Papa zu reden, aber er verteidigte sie immer. Er sagte, du verstehst keine Erwachsenenangelegenheiten. Ich nickte. Tief in mir wusste ich immer, dass Lisa alles sieht. Aber sie griff nicht ein. Vielleicht wollte sie sich nicht einmischen. Vielleicht dachte sie, ich könnte das selbst lösen. Und jetzt? Fragte sie. Sie haben doch so viele Ausgaben. Kredit, Egors Schule. Dann sollen sie sich selbst kümmern, antwortete ich ruhig. Sie sind Erwachsene. Thomas hat einen guten Job. Isabel ist eine erfolgreiche Maklerin. Genug. Das Handy vibrierte erneut. Thomas. Ich schaltete den Ton aus. Du willst nicht antworten? Fragte Lisa vorsichtig. Nicht heute. Vielleicht denkt er zum ersten Mal seit langem nach. Sie sah mich auf besondere Weise an. Aufmerksamkeit in ihren Augen. Weißt du, Oma, ich habe dich so noch nie gesehen. Ich habe mich selbst lange nicht mehr so gesehen,
antwortete ich lächelnd. Wir tranken Tee, sprachen über Lisas Arbeit, Bücher, Pläne, einfach reden, ohne Bitten, ohne Manipulation, ohne Spannung. So fühlt sich echte Nähe an. So sollte eine Familie sein. Als Lisa gehen wollte, umarmte sie mich fester als sonst. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Vielleicht bleibe ich? Alles in Ordnung, Liebling. Geh ruhig, mach dir keine Sorgen. Sie blieb an der Tür stehen. Oma, ich will zwischen euch nicht stehen. Das ist deins. Ich bin nicht deine Seite. Ich verstehe, sagte ich. Das ist zwischen mir und deinen Eltern. Du hast damit nichts zu tun. Nachdem sie gegangen war, wurde das Haus wieder still. Ich checkte meine Mail. Unter den Nachrichten war eine Benachrichtigung, erfolgloser Versuch, Egors Karte zu belasten. Er scheint schon knapp zu leben. Ich legte den Brief beiseite und setzte mich ans Fenster. Das Handy vibrierte weiter, ich achtete nicht darauf. Ich nahm ein altes Fotoalbum und schlug willkürlich eine Seite auf. Wir waren noch jung, auf einem Picknick. Alexander, kleiner Thomas, Isabel mit einem Frisur aus den 90ern. Kinder im Windelalter, lachend. Damals habe ich wirklich geglaubt, wir sind eine echte Familie. Wann ist alles schiefgelaufen? Als Fürsorge zur Verpflichtung wurde, als Liebe zur finanziellen Abhängigkeit. Ich ging zum Spiegel im Flur. Die Frau im Spiegel war nicht mehr jung, aber ihre Augen hatten eine Stärke, die lange fehlte. Ruhe. Innere Festigkeit. Es ist Zeit, dich daran zu erinnern, wer du bist, Sabine Meyer, sagte ich leise zu mir selbst. Die Gegensprechanlage klingelte. Mein Herz zog sich zusammen. Ist es Thomas? Ich ging zur Tür und sah durchs Spionloch. Nein. Es war Galina Schneider, meine alte Freundin, mit einem Korb in der Hand, selbstgemachte Marmelade, Kekse. Ich öffnete die Tür. Ohne ein Wort umarmte sie mich fest. Galina umarmte mich so, als käme ich gerade aus dem Krankenhaus. Still fast. Ohne überflüssige Worte. Ich spürte, wie sich meine Augen zusammenzogen. Ich weinte nicht, aber mein Herz schmerzte. Wie sehr mir diese einfache menschliche Wärme gefehlt hatte. Bedingungslos. Ich habe dich angerufen, aber du hast nicht abgenommen. Also bin ich selbst gekommen. Ich war besorgt, sagte sie leise, trat in die Küche. Dein Telefon war ausgeschaltet. Ein bisschen. Familiar or not fall. Sie stellte den Korb auf den Tisch, selbstgemachte Kekse, ein Glas Marmelade, frisches Brot. Und wieder Mariske, schmunzelte sie, wie immer Isabel bei ihrem Spitznamen nennend. Ich nickte. Nicht nur sie. Alle zusammen. Thomas, alle. Wir setzten uns. Ich erzählte ihr von der Nachricht, dem abgesagten Essen, davon, dass ich ihnen keinen Cent mehr überweise. Galina hörte schweigend zu, presste die Lippen zusammen und murmelte an den richtigen Stellen. Als ich fertig war, nahm sie meine Hand. Gott sei Dank, seufzte sie. Ich habe das all die Jahre beobachtet und wollte dir sagen, Sabine, wach auf, aber ich wusste, du würdest mich nicht hören. Ich wollte es selbst nicht sehen, sagte ich leise. Sie haben dich benutzt. Besonders deine geliebte Schwiegertochter. Sie hat dich nie respektiert. Und ich habe immer gezahlt, alles vergeben des Friedens willen. Wir saßen lange bei Tee, redeten wie zwei Frauen, die sich schon lange verstehen. Nicht als Mutter und Großmutter, sondern einfach als Frauen, die es satt haben, praktisch zu sein. Am Abend ging Galina, sie versprach, in ein paar Tagen wiederzukommen. Ich blieb allein zurück. Das Telefon klingelte erneut. Auf dem Bildschirm stand Thomas. Ich nahm nicht ab. Eine Minute später kam eine Nachricht von Isabel. Sabine Meyer, wir müssen dringend reden. Es ist zu weit gegangen. Sie verstehen die Konsequenzen nicht. Ein Lächeln huschte mir unwillkürlich über das Gesicht. Wenn es um Geld geht, macht sich plötzlich jeder Sorgen. Niemand will verstehen, wie es ist, ausgeschlossen zu werden aus einer Familie, die man jahrzehntelang unterstützt hat. Ich antwortete weder auf Anrufe noch auf Nachrichten. Ich stellte einfach den Ton aus. Der Morgen begann unerwartet. Es klopfte an der Tür. Ich erwartete niemanden. Und da stand sie, Isabel. Wie immer perfekt frisiert,
mit einer Schachtel Törtchen und einer teuren Konditortasche, als wäre nichts gewesen. »Guten Morgen, Sabine Meyer. Darf ich reinkommen?« Schweigend trat ich zur Seite. Isabel trat ein wie eine Hausherrin, sah sich um und stellte die Schachtel auf den Tisch. »Wir müssen reden.« Sie setzte sich, die Hände auf den Knien gefaltet. Ihre Stimme war sanft, überlegt, als würde sie etwas einem Menschen mit eingeschränktem Verständnis erklären. Was passiert ist, war ein Missverständnis. Thomas hätte diese Nachricht nicht schreiben sollen. Wir waren überreizt. Ich hatte ein wichtiges Abendessen geplant. Es waren Kunden dabei. Alles musste perfekt sein. Und ich hätte alles ruinieren können? Fragte ich ruhig. Nein, Sie verstehen das falsch, zögerte sie. Es ist nur so, manchmal sind Sie nicht ganz auf dem neuesten Stand, was moderne Umgangsformen betrifft. Sie scherzen etwas unbeholfen. Und Ihre Kleidung ist, naja, altmodisch, schlug ich vor. Sie nickte mit gespieltem Mitgefühl. Und das ist Ihrer Meinung nach ein Grund, die Mutter Ihres Mannes nicht ins Haus zu lassen, das sie bezahlt hat? Ihr Gesicht zuckte. Die Maske fiel fast, aber sie fing sich schnell wieder. Lassen Sie uns das nicht schlimmer machen. Es ist für uns alle schwer. Wir haben finanzielle Probleme. Lisa die Arbeit. Thomas steht unter Druck. Ich bin müde. Wir sind alle müde. Und ich? Fragte ich. Haben Sie mich je gefragt, wie es mir geht, Isabel? Wieder dieser geduldige, kühle Ton. Ich überweise Ihnen kein Geld mehr, unterbrach ich. Weder fürs Haus noch fürs Auto noch für Lisas Sportclub. Keinen Cent. Sie erstarrte. Für ein paar Sekunden schien sie es nicht zu glauben. Das können Sie nicht tun. Wir sind doch Familie. Familie bedeutet Fürsorge, Respekt, Aufmerksamkeit. Davon habe ich bei Ihnen lange nichts mehr gespürt. Ich bin für Sie nur ein Konto. Eine Karte. Eine Funktion, kein Mensch. Sie werden das bereuen, platzte Isabel heraus. Wenn Sie allein sind, wenn Sie krank werden. Wer wird Ihnen helfen? Ich stand ruhig auf. Ich komme zurecht. Wie immer. Auf mich selbst gestellt. Während sie, in ihrer Bequemlichkeit. Sie stand ebenfalls auf und ließ die Törtchen da. Offenbar dachte sie immer noch, das könne Vertrauen wiederherstellen. Das ist noch nicht das Ende, sagte sie an der Tür. Wir sind immer noch Familie. Nein, sagte ich. Ihr seid nur Verwandte. Familie ist woanders. Als die Tür hinter ihr zuschlug, fühlte ich keinen Triumph. Nur stille Erleichterung. Als wäre der letzte Versuch, mich zu manipulieren, gescheitert. Ich kochte mir Tee und legte meine Lieblingsbrötchen auf den Tisch. Nicht die, die ich für Lisa gekauft habe, sondern die, die ich selbst liebe. Es roch nach Zimt. Es war ruhig. Ich lebte endlich nach meinen eigenen Regeln. Am nächsten Morgen kam Oleg Kunz, mein Anwalt. Pünktlich wie immer. In der Hand eine Mappe mit Dokumenten. Ruhig, gründlich, ohne Hektik legte er alles auf dem Küchentisch aus. Alles ist bereit, Sabine Meyer. Hier sind das Neue Testament und der unwiderrufliche Treuhandvertrag. Ich nickte, ohne hinzusehen. Unterschrieb jede Seite, klar und fest. Der Großteil des Vermögens wird in einen unwiderruflichen Trust übertragen, bei dem Sie während Ihrer Lebenszeit alleinige Begünstigte sind. Nach Ihrem Tod gehen 40% an Ihre Enkelin Lisa, 10% an eine Wohltätigkeitsorganisation. Der Rest nach Ihrem Ermessen. Thomas und Lisa erhalten den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanteil. Isabel ist vollständig ausgeschlossen. Ich nickte erneut. Genauso wollte ich es. Wenn es Konflikte mit der Familie gibt, rufen Sie mich an, sagte er, während er die Papiere sorgfältig einsammelte. Aber ehrlich gesagt, Sie haben alles richtig gemacht. Es wird schwer sein, dagegen anzugehen. Danke, Oleg. Für alles. Er zögerte, sah mich aufmerksam an. Wissen Sie, in 30 Jahren Arbeit habe ich selten Menschen getroffen, die so einen Schritt wagen. Die meisten zögern bis zum Schluss. Aber sie haben sich befreit. Und das verdient Respekt. Ich begleitete ihn zur Tür. Dann stand ich noch lange im Flur, die Hand auf der Mappe mit den unterschriebenen Dokumenten. So sieht Freiheit aus. Papier, Unterschriften, aber vor allem eine innere Grenze. Einfach. Genug.
Das Telefon klingelte wieder. Lisa. Ich zögerte, aber nahm schließlich ab. Oma, ihre Stimme klang angespannt. Stimmt das? Hast du wirklich alles gestrichen? Ja, das stimmt. Aber warum? Ich habe dir doch nichts getan. In ihrer Stimme war keine Aggression wie bei Isabel. Keine Hysterie wie bei Thomas. Eher Verwirrung. Angst. Sie wusste nicht, wie sie ohne Unterstützung leben sollte. Lisa, du bist erwachsen. Du arbeitest. Warum bist du immer noch von meiner Karte abhängig? Still. Dann leise. Ich bin es gewohnt. Es war immer so. Du hast immer geholfen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie es für mich war? Wieder Stille. Es ist lustig für dich, fuhr ich fort. Und in den letzten 10 Jahren habe ich nur 2 Anrufe von dir bekommen, ohne eine Bitte um Geld. Einer, frohes neues Jahr. Der zweite, du brauchtest eine Bescheinigung für die Uni. Alles andere, Oma, überweise. Oma, zahl. Oma regel das. Ich habe nicht darüber nachgedacht, sagte sie matt. Genau. Niemand hat es. Alle haben einfach genommen. Sich daran gewöhnt. Und erst als ich Nein gesagt habe, waren alle plötzlich alarmiert. Meine Karte ist gesperrt, seufzte sie. Ich habe kein Geld für meine Wohnung oder mein Auto. Ich bin erledigt. Du wohnst allein, du arbeitest. Das sind deine Ausgaben. Lern, damit umzugehen. Sprich mit der Bank. Reduziere deine Ausgaben. Such dir einen Nebenjob. Es ist schwer. Das Leben ist schwer, Lisa, sagte ich ruhig. Besonders, wenn man immer auf jemandes Rücken gelebt hat. Sie seufzte. Schwieg lange. Ich ließ ihr Zeit. Unterbrach sie nicht. Oma, sagte sie schließlich. Glaubst du wirklich, ich bin so schlimm? Nein, sagte ich. Ich glaube, du hast dich an das Gute gewöhnt. Daran, dass ich immer da bin. Immer alles entscheide. Aber ich kann nicht mehr. Und ich will nicht mehr. Ich bin fast 80. Ich möchte wenigstens ein bisschen für mich leben. Und wenn ich nie um Geld gebeten hätte, sagte sie leise, würdest du mich trotzdem lieben? Es schnürte mir die Kehle zu. Natürlich, Lisa. Ich liebe dich. Aber ich bin nicht mehr bereit, mir deine Aufmerksamkeit zu erkaufen. Meine Wärme ist nicht überweisbar. Sie schwieg. Dann sagte sie etwas, das ich nicht erwartet hatte. Was, wenn ich versuche, einen Nebenjob zu finden? Kunz hat mich angerufen, sagte, du hast mit ihm gesprochen. Mir wurde ein Praktikum in seiner Kanzlei angeboten. Unterlagen sortieren, Dokumenti ausliefern. Ich habe zugesagt. Richtig? Ja. Ich will es selbst versuchen. Ich lächelte. Ganz leise. Aber ehrlich. Das war ein erwachsenes Gespräch. Danke, Oma. Für alles. Und, es tut mir leid. Dann legte sie auf. Ich blieb allein zurück, mit einer Tasse Tee und ausgeschaltetem Handy. Aber meine Seele war nicht mehr leer wie früher. Sie war leicht. Nicht, weil plötzlich alles gut wurde, sondern weil ich endlich aufgehört hatte, allen etwas schuldig zu sein. Am selben Abend kam Lisa vorbei. Wie immer ohne Vorwarnung, klopfte nur und trat ein, als wäre sie zu Hause. Ich saß in der Küche und blätterte in einem Katalog eines Reisebüros. Sie bemerkte es sofort. Oma, willst du raison? Ich denke darüber nach Italien zu fahren, sagte ich einfach. Deine Mutter rümpfte immer die Nase, wenn ich davon sprach, und meinte, das ist kein guter Zeitpunkt, keine sinnvolle Ausgabe. Und jetzt habe ich beschlossen, wenn nicht jetzt, wann dann? Lisa Lacti. Genau richtig. Mein Gott, Oma, das hättest du vor 20 Jahren tun sollen. Warum hast du es immer aufgeschoben? Weil immer etwas anderes wichtiger war. Erst Thomas, die Schule, dann die Arbeit, dann Egor, dann euer Kredit, dann Isabels Renovierung. Und ich habe immer gewartet, dass meine Zeit kommt. Aber sie kam nie. Lise setzte sich mir gegenüber. Und jetzt bin ich frei, verstehst du? Ich schulde niemandem etwas. Kein einziges Euro, keine Erklärung. Sie sah mich mit neuem Respekt an. Du siehst anders aus. Stärker. Ich fühle mich auch anders. Ich diene nicht mehr. Ich lebe.
Wir tranken Tee. Lisa erzählte, was zu Hause los war. Mama ist hysterisch, sagte sie, während sie Zucker umrührte. Sie war heute Morgen bei der Bank, wollte wieder Zugang zum Konto bekommen und dachte, du wärst nur emotional gewesen. Dort hat man sie freundlich gesagt weggeschickt. Man sagte ihr, dass alles korrekt sei. Und jetzt ist sie niemand mehr. Ich habe es euch gesagt, antwortete ich ruhig. Papa läuft herum, als hätte man ihn geschlagen. Er hat jetzt 2 Zustände. Entweder wird er wütend oder sitzt einfach nur da und starrt ins Leere. Es hat ihn hart getroffen. Ich verspürte keine Schadenfreude. Es war sogar etwas bitter. Das ist mein Fleisch und Blut, mein Sohn. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht standhalte, passiert alles wieder von vorn. Wir haben das Auto von Mama verkauft, fügte Lisa hinzu. Das teure, das sie mit deiner Rente gekauft hatte. Papa hat Kredite aufgenommen, um dringende Zahlungen zu leisten. Und Isabel sucht jetzt wohl einen Nebenjob. Ich seufzte nicht vor Erleichterung, sondern vor Verständnis. Alles hatte sich an seinen Platz gesetzt. Wenn es kein Sicherheitsnetz mehr gibt, muss man auf eigenen Beinen stehen. Weißt du, sagte Lisa leise, ich beneide deine Freiheit nicht. Ich respektiere sie. Du hast sie dir verdient. Danke, mein Schatz, antwortete ich. Sie berührte meine Hand. Versprich nur, dass du wirklich fährst. Hör auf, vom Rest zu leben. Du verdienst ein schönes Leben. Ich möchte, dass du siehst, wie Menschen wirklich leben. Nicht nur durch Fotos in Alben. Ich nickte und in diesem Moment wusste ich bereits, ich werde fahren. Nachdem Lisa gegangen war, saß ich noch lange in der Küche. Im Katalog waren Fotos von Venedig, der Toskana, Rom. Alexander hatte davon geträumt, mir Italien zu zeigen. Sein Großvater kam von dort. Wir sagten immer, wenn wir in Rente sind. Aber als seine Rente kam, war seine Gesundheit zu schwach. Jetzt konnte ich es tun. Ich holte einen alten Atlas heraus. An den Rändern stand eine Notiz. Er hatte einmal seine Lieblingsrouten eingekreist. Ich fuhr mit dem Finger über die Karte. Leicht, wie das Leben. Die Türklingel riss mich aus meinen Gedanken. Egor stand vor der Tür zerknittert, mit Augenringen, dem gleichen Rucksack wie früher in der Schule. Er sah nicht wie mein Enkel aus, sondern wie ein verlorener Teenager. Oma, darf ich? Ich nickte wortlos. Er trat ins Haus, zog seine Jacke aus, setzte sich ins Wohnzimmer und leistete keinen Widerstand. Ich habe Probleme, sagte er sofort. Große Rechnungen sind gesperrt. Die Bank fordert Zahlungen. Die Miete steht aus. Das Auto ist abgeschleppt. Ich schaffe es nicht. Und was willst du? Fragte ich ruhig. Er sah mich an wie ein Kassierer, der gerade vor einem steht, ohne Geld zu haben. Blick leer. Geld. Ich bitte nicht um ein Darlehen. Ich werde es zurückgeben. Egor, unterbrach ich ihn. Du bist erwachsen. Djurbet. Du weißt, wie Erwachsene leben. Sie zahlen selbst. Für die Wohnung. Und für ihre Fehler. Er senkte den Blick. Ich schaffe es nicht. Weil du es nie versucht hast. Er schwieg. We're sassing still. Dann sagte ich. Ich werde dir kein Geld geben. Aber ich habe deine Nummer an einen Anwalt weitergegeben. Er hat einen kleinen Job, Archive, Telefonate. Fang damit an. Du wirst nicht gleich viel verdienen, aber du wirst anfangen, selbst zu atmen. Er sah mich lange an. Etwas Neues war in seinen Augen, eine Mischung aus Kränkung und Dankbarkeit. Liebst du mich noch? Sehr. Aber jetzt nicht in Euro, sondern wirklich. Der Morgen war ruhig. Ich wachte früh auf, ohne Angst. Ich machte mir Frühstück, ließ mir Zeit, kochte Kaffee, legte Kekse auf den Tisch, öffnete das Fenster. Frische Luft, das leise Rauschen der Dorfstraße, der Geruch des Frühlings. Ich wusste, heute würde es ein Gespräch geben. Thomas hatte gestern angerufen. Mama, wir möchten reden. Alle zusammen. Ruhig, ohne Drama. Wir kommen um 2. Ich hatte nichts dagegen. Ich hatte keine Angst mehr. Punkt 2 Uhr klingelte es. Ich schaute aus dem Fenster 3 Autos vor dem Haus. Isabel auf der Treppe, wie immer herausgeputzt.
dahinter Thomas, Egor, Lisa und etwa 6 weitere Personen. Isabels Eltern, ihre Schwester mit Mann, ein paar Bekannte. Ich erkannte nicht mal alle sofort. Ich öffnete die Tür. »Guten Tag«, sagte Isabel laut, als würde sie etwas Wichtiges verkünden. »Wir sind alle hier, um über die Situation zu sprechen. Familie eben.« Ich sah sie ruhig an. »Kommt rein. Nur du, Thomas, Egor und Lisa. Die anderen nicht.« Sie erstarrte. »Aber das sind alles unsere Nächsten. Unsere Unterstützung. Wir entscheiden gemeinsam.« »Das ist mein Haus«, unterbrach ich. »Ich entscheide, wer hereinkommt. Entweder ihr 5 oder keiner.« Stille. Alle sahen sich an. Isabels Augen voller Unmut. Thomas Verward. Egor wich meinem Blick aus. Lisa stand wie immer zur Seite. Still. Na gut, sagte Isabel mit zusammengebissenen Zähnen. Gehen wir rein. Sie kamen. Die anderen blieben draußen. Einer stellte sich demonstrativ an den Zaun. Ein anderer blieb am Tor. Als wäre das kein Gespräch, sondern ein Prozess. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Ich setzte mich gegenüber. Fast eine Minute lang sagten wir nichts. »Mama«, begann Thomas, »wir wollen verstehen, warum alles so plötzlich war. Warum hast du alles gestrichen? Man hätte doch reden können.« »Ich habe nicht plötzlich gestrichen«, sagte ich ruhig. »Ich habe 20 Jahre geschwiegen. Und in all der Zeit habt ihr genommen und nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Und jetzt, wo ich genug sage, habt ihr Angst. Nicht um mich, sondern um eure Rechnungen.« »Wir haben keine Angst«, warf Isabel ein. »Wir finden es nur falsch. Familie soll sich helfen.« »Familie? Ja. Aber nicht einseitig.« Isabel warf die Hände hoch. »Du zerstörst alles wegen einer Nachricht.« »Nicht wegen einer Nachricht. Das war nur der Punkt. Das Ende. Der Anfang war vor vielen Jahren, als ihr dachtet, ich sei verpflichtet.« Thomas senkte den Blick. Egor zupfte nervös an seinem Ärmel. »Wir dachten, es sei nicht schwer für dich«, seufzte Thomas. »Du hast immer angeboten. Aus Liebe. Und ihr habt es als Pflicht gesehen. Aber man kann doch nicht einfach alle aus dem Leben streichen.« »Ich streiche niemanden«, sagte ich ruhig. »Ich höre nur auf, für eine Liebe zu zahlen, die nicht gefühlt wird. Ich höre auf, in einem Haus zu sitzen, in das ich nicht eingeladen werde.« Isabel hielt es nicht mehr aus. »Aber das ist das Haus, in dem dein Sohn und Enkel leben. Du hast freiwillig gezahlt, und jetzt hast du freiwillig aufgehört. Wir verlieren unser Zuhause. Egor kann sein Studium nicht bezahlen. Alles ist zusammengebrochen wegen deiner Kränkung.« »Nicht wegen Kränkung«, antwortete ich leise. »Wegen der Wahrheit. Weil ich nicht mehr zulasse, benutzt zu werden.« Isabel richtete sich auf, verschränkte die Arme. »Du wirst es bereuen. Wenn du alt bist, allein, ohne Hilfe, ohne Enkel. Im Alter ist es besser, allein zu sein als mit Menschen, die nur Geld von einem wollen.« Still. Thomas drückte die Finger gegen seine Stirn. Egor hob zum ersten Mal den Blick. »Oma«, begann er. »Ich habe bei Herrn Kuznetsov zugesagt. Ich mache ein Praktikum. Ich will es selbst schaffen. Ehrlich. Danke, dass du mich gestoßen hast.« Isabel fuhr zu ihm herum. »Was, du wusstest es?« »Ja«, sagte er. »Ich glaube, Oma hat recht. Wir sind zu weit gegangen.« Lisa kam zu mir, umarmte mich leise und flüsterte. »Ich bin immer bei dir.« Ich sah meine Enkel an. Einer lernt gerade, anders zu leben. Die andere ist erwachsen, ruhig, echt. Das ist meine Familie, sagte ich. Ich werfe euch nicht raus. Aber ich setze Grenzen. Das ist kein Krieg, sondern ein Gespräch unter Erwachsenen. Und ich werde nicht zurückkehren an einen Ort, an dem man mich nicht respektiert. Isabel stand da wie eine Statue. Die Lippen zusammengepresst, die Augen zornig. »Komm«, warf sie Thomas zu. Das Gespräch war vorbei. Er stand auf, sah mich nicht an. Schweigend gingen sie. Nur Lisa blieb einen Moment, umarmte mich fest. Ohne Worte. Als sich die Tür damals schloss,
spürte ich weder Sieg noch Bitterkeit. Nur Stille und Leichtigkeit. Ein halbes Jahr ist vergangen. Die italienische Sonne wärmte meine Schultern. Ich saß auf der Terrasse eines kleinen Restaurants irgendwo in der Toskana. Vor mir ein Glas Weißwein, ein Körbchen mit warmem Brot und ein Teller Pasta. Keine Hektik. Niemand verlangt etwas. Niemand ruft mit den Worten: Oma, es ist dringend. Bei mir ist Galina Zerndjuna. Wie versprochen, hat sie mich begleitet. Jetzt schreibt sie eifrig in ihr Notizbuch, sie führt jeden Tag ein Reisetagebuch. Und ich sitze einfach nur da, schaue auf die Weinberge und atme die Luft ein. Kaum zu glauben, dass wir wirklich hier sind, sagte ich laut. Ich bin 77 und lebe endlich so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Alexander wäre stolz auf dich, antwortete Galina und hob ihr Glas. Auf dich, Sabine. Auf uns. Ich lächelte. Vieles hat sich in diesen 6 Monaten verändert. Thomas und Isabel versuchten zuerst, Druck zu machen, dann baten sie um Verzeihung, dann waren sie beleidigt. Ein paar Mal kam Thomas mit einem Blumenstrauß und den Worten: Mama, es tut mir leid. Aber jeder Besuch endete gleich. Könnten wir vielleicht doch?